In meinem heutigen Podcast möchte ich Sie über Folgendes informieren. Lernräume an der FAU, ein neues Rechenzentrum für die Metropolregion Nürnberg, eine neue Humboldt-Professorin für unsere philosophische Fakultät mit Fachbereich Theologie und ich möchte noch ganz kurz über die nachhaltigen Hochschultage Bayern 2020 sprechen. Ja, liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, bereits 2 Wochen lang läuft nun der Vorlesungsbetrieb und ich hoffe sehr, Sie alle sind gut ins Wintersemester gestartet. Trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen und des Lockdown Light konnten wir bislang den geplanten Hybridbetrieb aufrechterhalten. Zwar mit einem etwas größeren Fokus auf Online-Veranstaltungen, aber immerhin. Wir versuchen auch sukzessive die Rahmenbedingungen für unsere Studis weiter zu optimieren. Wir haben deshalb in der vergangenen Woche eine Liste aller geöffneten Lernräume ins Netz gestellt. Sie finden diese unter der Internetadresse fau.de/corona/Lernräume. In allen Lernräumen können Sie auf unsere Rechnerinfrastruktur zugreifen. Das heißt, Sie können unser WLAN mit Ihrem Equipment verwenden oder Sie können auch unsere Computer nutzen. Auch wenn wir den Anstieg der Infektionszahlen mit Besorgnis beobachten, gibt es andererseits an der FAU im Augenblick auch jede Menge Grund zur Freude. Einer der großartigsten Erfolge der vergangenen Tage ist mit Sicherheit die Nachricht, dass wir ein Zentrum für nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen erhalten. Wir starten zum 1. Januar 2020 mit einem Zentrum für nationales Hochleistungsrechnen Erlangen, abgekürzt NHR@FAU. Mit 7 weiteren Zentren bilden wir somit einen nationalen Verbund. Der Bund und die Länder fördern das Gesamtvorhaben für zunächst 10 Jahre mit insgesamt 625 Millionen Euro. Mit dem NHR wird unsere Universität zu einem der führenden Standorte für Hochleistungsrechnen in Deutschland. Schon jetzt gehören wir übrigens international zu führenden Einrichtungen für wissenschaftliches Rechnen, weil unsere Forscherinnen und Forscher in der Informatik so erfolgreiche Grundlagenforschung und Anwendung zusammenbringen. Mit dem Zentrum können wir für die Schlüsselthemen maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz ganz neue Möglichkeiten des Forschens, Lehrens und Lernens eröffnen. Ein weiteres Highlight der letzten Woche ist die Entscheidung der Alexander von Humboldt Stiftung, eine AVH-Professur an Frau Professorin Dr. Andrea Breard zu verleihen. Frau Breard ist Mathematikerin, Wissenschaftshistorikerin, Sinologin und Philosophin und wird von Paris nach Erlangen an die FAU wechseln. Ihr Forschungsgebiet passt bestens zur FAU. Sie arbeitet zur Geschichte der Mathematik Chinas und führt dabei Wissenschaftsgeschichte, politische Geschichte und Sozialgeschichte zusammen und gibt so Einblicke in die Geistesgeschichte Chinas. Auf die Zusammenarbeit mit Frau Breard freuen wir uns heute schon alle sehr an der FAU. Die nachhaltigen Hochschultage Bayern 2020 sind gestern gestartet und wir als FAU konnten in diesem Jahr die Auftaktveranstaltung ausrichten. Diese Ehre ist nicht zuletzt dem geschuldet, dass gerade an der FAU in Sachen Nachhaltigkeit im vergangenen Jahr extrem viel erreicht worden ist und dass unsere Studis diesem wichtigen Thema einen enormen Schub gegeben haben. Nicht nur hat das Öko-Referat unserer Studierendenvertretung ein ambitioniertes Klimaprojekt vorgelegt, nein, wir haben darüber hinaus unser Green Office gegründet und beim Erlanger Umweltpreis stammen gleich 3 Preisträgerteams aus der FAU. Bei der Auftaktveranstaltung am Montag gab es Spannendes zu hören, zum Beispiel einen Beitrag von Matthias Meyer, dem Leiter unseres Studentenwerks Erlangen-Nürnberg, der aufzeigt, wie sich Nachhaltigkeit im Betrieb umsetzen lässt. Interessant auch die Podiumsdiskussion zum Thema Verantwortung und Vorbild der Hochschule für die nachhaltige Transformation der breiten Gesellschaft. Unter anderem mit unserem Kanzler Christian Zenz und unserer Soziologin Professor Sabine Pfeiffer auf dem virtuellen Podium. Wer es verpasst hat, kann auf YouTube nochmals reinschauen. Darüber hinaus läuft die Veranstaltung die ganze Woche lang mit Vorträgen und Events an allen Unis und Hochschulen in Bayern. Ich bin jedenfalls
stolz, dass wir dank unserer engagierten Studierenden in Sachen Nachhaltigkeit so weit vorne mit dabei sind. Ganz vorn dabei sind wir auch bei der Kontaktnachverfolgung mit dem System darfichrein.de. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Mitglieder der FAU keine eigenen Accounts einrichten sollen. Wenn Sie weitere Räume mit darfichrein.de verwalten möchten und QR-Codes benötigen, so wenden Sie sich bitte an unsere Arbeitssicherheit. So, und so viel von mir für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine gute, erfolgreiche und sichere weitere Woche. Kommen Sie gut durch diese schwierige Zeit und vor allem bleiben Sie gesund.